Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eine Kurzvorstellung eines Messers, das Böker seit Oktober 2022 im Sortiment hat. Der Hersteller heißt History Knife and Tool. Produziert wird das Ganze für Böker Deutschland und Böker USA. Vermutlich in Fernost. Dieses Messer heißt Japanese Army Penknife Saw and Hawkbill. Also ein sehr sperriges Namenskonstrukt, aber gut, ist einfach so. Wir haben einen gefalteten Stahlgriff, Materialstärke etwa 1 mm, Grifflänge 85 mm, hier ist ein Lanyard Hole, Innendurchmesser 4 mm. Farbe nennt sich Olive Drab, also ein grünbrauner Farbton, also fast wie ein dunkles Armeegrün, gefällt mir wirklich sehr gut. Griffbreite gerade mal 8 mm und dennoch hat man hier 3 Werkzeuge untergebracht. Wir haben zum einen eine 51 mm lange oder kurze Hawkbill-Klinge, sehr dezent ausgeformt. Man sieht, dass der Hohlschliff im oberen Bereich hier jetzt nicht so sauber ist. Unten ist das okay. Wir haben hinter der Schneidphase 0,35 mm, also das passt. Die Klingenstärke liegt hier bei 1,5 mm, genauso wie bei dieser Klinge. Das ist eine Reverse-Tanto-Klinge, 61 mm lang. Auch hier ist der Schliff wieder so ein bisschen wackelig. Auch hier sind es 0,35 hinter der Phase, 1,5 mm breit. Das Schriftlogo ist Geschmackssache. Ich muss sagen, mir gefällt das so nicht, aber das ist mehr so was Typografisches. Also es ist auch so ein bisschen schief aufgebracht. Ja, es ist keine Schrift, die man so klein drucken sollte. Also so sehe es ich zumindest. Auf der anderen Seite ist hier der 440A Stahl. Und als drittes Tool, man muss dazu sagen, wir haben hier keine Öffnungshilfe, keinen Nagelhieb oder sonst irgendwas. Das ist alles ein bisschen fummelig. Als drittes Tool ist hier eine Säge verbaut. Ja, technisch ist das in Ordnung, ist auch gut gemacht. Wir haben hier unten 1,5 mm Stärke und oben 1 mm. Das heißt, die Säge läuft leicht konisch nach oben zu, beziehungsweise sie verjüngt sich. So soll das dann auch sein. Ich habe vorhin mal an einem Stuhlbein gesägt. Sekunde bitte. Ja, der erste Schnitt war noch so ein bisschen unsauber. Also es hat funktioniert, aber es war jetzt nicht so der Burner. Beim zweiten Schnitt war das dann auf jeden Fall besser. Ich muss aber dazu sagen, man ist schon aufgrund dieser Klingenlänge wirklich sehr, sehr limitiert. Also das sind, wie gesagt, 61 mm, dann bleiben hier vielleicht noch 60 mm. Und von der Schneidleistung kommt es nicht an eine Victorinox-Säge dann. Also ja, es liegt vielleicht auch so ein bisschen am Griffkomfort. Das ist halt dann bei so einem Messer nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Handschuhe sind hier auf jeden Fall fast schon Pflicht, möchte ich sagen. Vielleicht auch noch aus einem anderen Grund, darauf komme ich dann noch. Ja, jetzt kommt dann erstmal so eine Art Ersteindrucksfazit, wenn man das so nennen mag. Wie habe ich es gerade genannt? Ersteindrucksfazit ist ein komisches Wort. Es ist aber auch, ja, ich muss echt sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich zu diesem Messer sagen soll. Ich weiß auch nicht, wie die Produktakquise bei Böker ganz genau läuft, aber beim Japanese Army Penknife Saw and Hawkbill ist viel Luft nach oben. Ja, das geht schon beim Namen los. Also ich denke mal, die wollten da möglichst viel Information reinpacken und vielleicht ist es auch nur einfach so ein Name, um das Produkt anfangs auf den Markt zu werfen. Ich hoffe wirklich, dass sich der noch ändert. Ja, ansonsten, der Griff ist okay, der passt, das ist ja gut gemacht, ist jetzt auch nicht so schwer, aber es ist wirklich gut gemacht. Ich hätte mir vielleicht 5-6 mm länger gewünscht, Lanyardloch weg und dafür dann die ganzen Werkzeuge ein bisschen länger. Die Hakenklinge passt, das ist okay von der Länge, aber die Hauptklinge und die Säge vielleicht minimal länger. Gerade bei der Säge ist es wirklich irgendwie ein bisschen seltsam. Das sind 61 mm und dann bleiben hier effektiv vielleicht noch etwa 55 und von diesen 55 muss man auch nochmal was abziehen, weil man es nicht schafft, effektiv in diesem Bereich zu arbeiten. Also man arbeitet wahrscheinlich dann im Bereich von etwa 40 mm und das ist dann wahrscheinlich auch schon optimistisch. Ja, also das ist ein bisschen problematisch, möchte ich sagen. Ich würde mir da schon eine Länge wünschen,
in etwa wie bei einem 91 mm Modell von Victorinox und ja, dann wäre das Ganze schon eine ganz andere Sache. Ansonsten habe ich schon erwähnt, die Verarbeitung ist eher dürftig. Das ist ein bisschen schade. Es wirkt ein bisschen lieblos zusammengeklöppelt. Ich kann es leider nicht anders sagen. Ja, dann haben wir hier schon eine große Ähnlichkeit zum Higo no Kami. Ach, fällt mir jetzt auch noch gerade auf, wenn man das schon mal so... Also man merkt einfach, dass man hier immer so ein bisschen rumfummeln muss, wenn man an ein Werkzeug ran will. Das ist auch, ja, ein bisschen negativ, möchte ich schon sagen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen ganz kleinen Nagelhau, das wäre noch ganz nett gewesen. Ja, zurück zum Higo no Kami. Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Also wir haben eine sehr ähnliche Klingenform. Das Griffkonzept ist auch ähnlich. Higo no Kami ist natürlich schon eine Nummer stabiler verarbeitet, ist vielleicht ein bisschen ungerechter Vergleich. Ja, ansonsten, was bleibt noch auf der Habenseite? Wir haben ein relativ geringes Gewicht, 42 Gramm. Ja, das würde sich dann ändern mit meinen Ideen. Also da würde man auf 50, 60 Gramm kommen, das ist klar, aber immer noch leicht. Es ist schmal und multifunktional und die Grundüberlegung finde ich wirklich gut. Finde ich, es ist wirklich schade, was letztendlich daraus gemacht wurde. Man hat 3 Werkzeuge auf so wenig Raum und hätte man ein bisschen schöner machen können. Eine Sache gibt es noch, die muss man auf jeden Fall erwähnen und die sollte Böker auf seiner Internetseite auch ändern. Ich habe mir das hier rausgezogen. Das sind die originalen Angaben von Böker. Hier steht Slip Joint und dieses Messer ist definitiv ein Friction Folder. Ihr habt das bestimmt auch im Video schon gemerkt. Also hier gibt es keine Feder. Das ist, ja, hier sind innen, ich weiß nicht, ob man es erkennt, Kunststoffwascher und hier auf einer Seite hier. Und ja, dann hat man einfach eine vernietete Achse und das war's. Also ganz klassischer Friction Folder. Nichts mit Slip Joint. Das müsste Böker auf jeden Fall abändern auf der Internetseite, weil ich mir schon denke, dass viele enttäuscht sein werden, wenn hier kein Slip Joint Messer ankommt. Mich stört das jetzt nicht so, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Aber man sollte es auf jeden Fall wissen. Ja, ist ein bisschen schief gelaufen wohl. Ansonsten, ja, was soll man noch sagen? Messerkäufe sind natürlich eine emotionale Sache. Also ich möchte jetzt keinem dieses Messer ausreden. Das muss jeder selbst entscheiden nach diesem Video. Es ist eben nichts Besonderes und ja, kostet dann doch immerhin 20 Euro. Wenn man mal bedenkt, dass hier beispielsweise das Böker Atlas 22 Euro kostet und was hier für eine Verarbeitung geboten wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man hier nochmal meinetwegen 10, 15 Euro draufhauen würde und das Ganze in einer relativ ordentlichen Variante machen würde, dann wäre das bestimmt ein, ja, Verkaufsschlager. Ich kann es nicht anders sagen, aber so bleibt leider so ein kleiner schlechter Eindruck irgendwie. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Das tut mir leid. Tut mir, als hätte ich schon fast das falsche Messer weggelegt. Ja, übrigens wollte ich euch noch zeigen, es gibt aus dieser History, wie heißt es nochmal, Knife and Tool Serie noch ein anderes Messer. Das sieht eigentlich ganz interessant aus, muss ich sagen. Mittelspitz, die Klinge sieht aus wie ein Flachschliff, könnte aber auch ein Hohlschliff sein, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Auf der anderen Seite ist so ein klassischer Büchsenöffner angebracht. Ja, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, ich denke mal, das wird sicherlich auch irgendjemand mal vorstellen demnächst. Mal sehen. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall fände ich es persönlich schön, wenn Böker vielleicht nochmal auf den Produzenten zuginge und denen ein bisschen mehr auf die Finger schaut. Das wäre wirklich eine gute Sache. Ansonsten war es das schon wieder. Ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.